Freunde, auch dieses Jahr geht der Motor wieder mit ans Beiboot und wir wollen ja auch dieses Jahr ein bisschen im Sommer mit dem Schlauchboot rumfahren. Und dafür müssen wir den erstmal im Auto transportieren zum Hafen. So ein Motor kann problemlos auf der Seite liegen. Das ist gar kein Problem, man muss nur achten, dass er auf der richtigen Seite liegt. Das ist hier ein 20 PS Motor. Den gibt es auch als 15 PS Motor. Der ist gleich groß, gleich schwer für die Leute, die keinen Führerschein haben. Aber da es die gleiche Größe ist, haben wir uns für 20 PS entschieden. Man sieht hier, this side up for transportation. Und wir schauen uns jetzt mal den Motor an, machen mal den Deckel auf. So, wir schauen mal kurz nach dem Ölstand. Der Ölstand ist top. Ja, das ist doch gut. Schön wieder drauf machen, dass nichts auslaufen kann. Dieser Motor hat eine Besonderheit. Wir haben einen Stromanschluss einbauen lassen. Damit kann man auch eine Batterie laden, wenn man fährt. Das heißt, wenn man ein Echolot betreiben will oder so mit Batterie, kann man das daran anschließen und die Batterie bleibt immer voll. Damit kein Druck auf die Schraube beim Transport kommt, haben wir hier ein Stück Holz vorbereitet. Das legen wir hier ins Auto. Da kommt der Schaft drauf und das verhindert, dass Druck auf die Schraube kommt und dabei die Welle beschädigt wird. Schloss sollte man nicht vergessen und natürlich auch nicht den Tank. So hängt der Propeller frei in der Luft und die Welle kann nicht beschädigt werden. Wir machen jetzt den Motor dran, aber erstmal müssen wir den Motor sichern. Das ist jetzt nicht fürs Heben, sondern dafür, wenn er denn reinfällt, wenn wir plötzlich alle Rücken kriegen, dass wir ihn rauskriegen. Oh, guck mal, er kann so richtig den schönen Knoten. So. Okay. Ziehprobe, hält's. Ja. Ja. Okay. Okay, Leine ist lang genug. Schade. Ja. Okay. Und jetzt wird der Motor reingehoben. Jetzt fast drin. Ja. Drin ist er schon mal. Weiter zu der Da, ja. Jetzt muss er noch befestigt werden. Die Schrauben schön fest anziehen, aber den schwersten Teil haben wir schon erledigt. Ja. Dann können wir auch gleich die Sicherheitsleine wieder abmachen, ausrichten, dass wir gleich noch ein Schloss dran machen können. Ich habe ja das große Schloss, das mache ich direkt hier drum. Ach, okay, Ja, alles klar. Draußen am Ja, Boot. wunderbar. Achso. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Zug und der Motor springt an. Ich pumpe jetzt einmal, um Benzin in den Schlauch zu kriegen. Und jetzt gucken wir mal. Muss man noch eine Choke ziehen? Nee, ne? Nee, ein Spritzer hat ja keinen Schock. Hat er keinen Choke, okay. Dann, jetzt. Einmal durchziehen. So, und jetzt. Und läuft. Perfekt. Und aus. Der Sicherheitsstrahl funktioniert auch. Das heißt, der Motor kriegt auch Kühlung. Wir testen jetzt mal, ob Frauen den Motor auch angezogen kriegen. Einmal mit beiden Händen durchziehen. Ist zu langsam. Nochmal. Ja, siehst du? Geht. Geht doch. Der Motor lässt sich so leicht anmachen. Das ist auch mit wenig Kraft möglich. Ja, Hat gut funktioniert. Trotz Rücken. trotz Rücken. Ja, genau. Wollt ihr direkt eine Ausfahrt machen? Vielen Dank für die Helfer. Gerne. Alles klar? Nee? Okay, du hast aber die Verantwortung mitgetragen. Pass auf. Wie geht der aus? Ich muss auf den roten Knopf da drücken. Da geht er aus. Da? Ja. Okay. Haben wir natürlich nicht korrekt gemacht. Du hättest hier den roten Draht ums Handgelenk machen müssen. Für die Quickstep oder den Quickstop. Quickstop. Ja, den haben wir jetzt mal ganz kurz drauf verzichtet. Von drüben bis hierher. Wir sind wieder da. Der Motor ist montiert, ist sofort angesprungen. Wir haben gezeigt,
Auch mit wenig Kraft kriegt man den Motor an. Also ich kann nur jedem einen Einspritzer empfehlen. Das ist viel einfacher als Vergaser mit Choke und Pumpen. Der läuft eigentlich immer. Ansonsten, ja, wichtig ist noch gleich sofort den Motor anketten oder ein Schloss drauf machen, weil irgendwann ist der Motor immer geklaut, wenn man den nicht festmacht. Den darf man niemals auch nur eine Nacht, einen Tag unangeschlossen irgendwo liegen lassen. Bis zum nächsten Video.